Hallo zusammen. Was habe ich da vor der Nase? Das ist ein Popschutz oder ein Popfilter. Der filtert den Luftstrom, den ich beim Reden ins Mikro mache. Und ja, die kriegt man für 15, 20 Euro aufwärts, aber ich habe den selbst gebaut. Sieht nicht schön aus, aber tut seinen Zweck und ich zeige euch, wie ich es gemacht habe. Zuallererst brauchen wir einen Rahmen, auf dem wir den Popschutz aufziehen können. Ich habe mich hier einfach für einen normalen hölzernen Stickrahmen mit so einer Feststellschraube entschieden. Das sollte eigentlich die einfachste Version sein. Dann brauchen wir noch ein geeignetes Material für einen Popfilter. In unserem Fall hier eine billige rote Strumpfhose. Dann brauchen wir noch am besten eine Schere, mit der wir die Strumpfhose bearbeiten können. Als Arm für den Popschutz habe ich hier einen nicht ganz leicht zu verbiegenden Drahtkleiderbügel genommen. Um den Draht dennoch bearbeiten zu können, brauchen wir ein paar Zangen, noch ein bisschen Klebeband und nicht zu vergessen den Kabelbinder. Wir fangen an mit dem Rahmen. Ich habe mich für einen Holzrahmen entschieden, weil der einfach schöner aussieht und man den eventuell noch nachbearbeiten kann. Und ja, der ist ganz einfach. Wir haben hier oben die Feststellschraube. Mit der trennen wir die beiden Holzkreise voneinander und können damit den inneren Holzkreis lösen. Es gibt auch Plastikrahmen, aber ich habe Holz genommen, weil das wahrscheinlich mehr aushält als so ein Plastikding. Als nächstes geht's an unser Material. Das ist in unserem Fall hier eine normale Strumpfhose, eine extra feinmaschige, damit nicht so viel Luft durchkommt. Wir brauchen von der auch nur ein Bein, deswegen werde ich das jetzt ganz vorsichtig und sauber hier abtrennen. Falls wir das doch verkacken, haben wir hier noch genug Reserve. Jetzt haben wir hier so einen einzelnen Strumpf. Der ist an der einen Seite schon offen, an der anderen aber noch nicht. Und da müssen wir jetzt dieses Söckchen, dieses Käppchen abschneiden. Das hier brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir hier so einen schönen Schlauch. Zuallererst müssen wir unser Material jetzt erstmal dehnen. Jetzt geht's mit Schneiden weiter. Wir schneiden das Ganze vorsichtig an einer Seite auf, damit wir keine Röhre mehr haben, sondern damit wir ein komplettes Stücken Stoff haben. Das sieht schon mal recht gut aus, aber wir müssen noch weiter dehnen. Der jetzige Teil ist recht schwer alleine und ich habe es auch nur mit Hilfe von meiner Frau geschafft. Einer von beiden muss den Stoff weiterhin dehnen oder zumindest gestreckt halten und der andere muss den inneren Ring des Stickrahmens unter den Stoff schieben. Bevor man jetzt den äußeren Ring anlegt und aufpresst, sollte man darauf achten, dass der Stoff nicht zu arg gespannt ist. Nicht zu lose und nicht zu arg. Schraube öffnen. Rahmen aufdrücken.
und Schraube wieder schließen. Da die Schraube so nah am Tisch war, war es ein bisschen schwer, die wirklich zuzudrehen und ich musste mit der Zange nachhelfen und später sogar noch mit einem Schraubenzieher. Jetzt noch ein bisschen die Rückseite schön machen mit der Schere. Da haben wir auch schon unseren fertigen Popschutz und jetzt wird einfach nochmal die Schraube nachgedreht, damit ihr auf keinen Fall irgendwas rausrutschen kann und dann vielleicht noch die übrig gebliebenen Fransen mit der Schere nachgeschnitten. Ansonsten wäre es das vom Popschutz her. Wie ich aus dem Kleiderbügel jetzt aber eine gescheite Halterung oder einen gescheiten Ständer machen soll, habe ich keine Ahnung. Das heißt, ich bieg und drehe und schneide einfach mal rum. Das Tape ist einfach nur dazu da, damit man sich nicht an den scharfen Kanten oder an den scharfen Spitzen schneidet oder reißt. Das hat sonst keine Bedeutung. Und ja, wie ihr seht, ist es einfach nur ein Drahtstab geworden. Ich dachte, ich könnte aus einem Kleiderbügel irgendwas Cooleres hinkriegen, aber nee, wurde nur sowas. Das heißt, man kann da auch direkt einen geraden Draht nehmen oder irgendwas, ja, irgendeine biegbare Stange halt. Da wir unseren Draht auch irgendwie am Popschutz befestigen müssen, habe ich den hier umgebogen, einfach aus Verletzungsgründen und aus optischen Gründen, damit ich dann mit dem Kabelbinder einmal drumherum wickeln kann. Das reicht aber, glaube ich, noch nicht ganz. Es wird jetzt ein ziemliches Gefussel, wenn ich den Draht mit dem Kabelbinder an der Schraube von dem Strickrahmen festmachen muss. Es ist zu beachten, dass die saubere Seite vorne ist und das ganze Gefussel und Gefrickel hinten. Jetzt geht's an die Montage. Hier wird dann mein Mikrofon drin sitzen und dann soll der Popschutz so vorne dran sein. Das passt doch recht gut. Dann kommt hier jetzt der Kleber hin. Kabelbinder bringt uns in dem Fall nicht arg viel, weil es Metall auf Metall wäre und dann rutscht es einfach durch. Und ich werde jetzt hier einfach schon mal abkleben als Rutschschutz und als Kratzschutz. Und dann geht's auch schon los.
Wir können eventuell doch noch einen Kabelbinder verwenden. Einfach als zusätzlichen Schutz. Und dann packen wir das Ganze doch einfach mal ein. So, das ist ein selbstgemachter Popschutz. Man sollte nicht zu arg hier dran stoßen, sonst macht der blablabla. Aber es funktioniert. Ja, hier haben wir den Popschutz jetzt im Einsatz. Warum habe ich mir den überhaupt selbst gebaut? Bin ich zu geizig, 15 bis 20 Euro auszugeben? Nö, ich bin nicht zu geizig, aber der hier hat mich jetzt 5 Euro gekostet. Hochgerechnet. Also die Strumpfhose, die ich kaufen musste, der waren 3 Euro. Dann, was hatte ich noch dabei? Der Rahmen waren 2,50 Euro. So ein Kleiderbügel hatte ich zu Hause, den habe ich meiner Frau geklaut. Kostet 20 Cent einer. Kabelbinder kostet 10 Cent, 2 Stückchen. Und Klebeband und Zangen und Schere, das hat jeder zu Hause. Das waren also hochgerechnet 5 Euro maximal. Und ich habe ein Ding, ich habe selbst gebaut. Ich kann stolz drauf sein. Sowas hat sonst niemand anderes. Und es funktioniert, es tut seinen Zweck. Für was soll ich da 20 Euro ausgeben, 30 Euro ausgeben für einen Popschutz, der einfach nur schwarz ist, auf dem Rode draufsteht? Das hier tut seinen Zweck. Fertig. Mehr brauche ich nicht. Für was ist so ein Popschutz eigentlich da? So ein Popschutz ist dafür da, dass der filtert die Luft weg. Damit kein Luftstoß direkt aufs Mikro kommt und man eben dieses Pop nicht hört. Mit dem Popschutz klingt alles einfach weicher, sauberer. Und wenn ich keinen Popschutz dran hätte, dann würde es so machen. Nichts passiert, klingt gut, fertig. Mehr braucht man nicht. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen anregen konnte, selbst was zu bauen, selbst was zu probieren. Versucht, es ist lustig, wenn es daneben geht. So ein Popschutz kostet halt einfach nur 15 Euro. Ist also nicht so schlimm, wenn ihr 2-3 Euro in den Sand setzt, um mal wieder zu basteln. Und euch danach, weil es nicht funktioniert hat, einen gescheiten Popschutz kauft. Auch kein Problem.